Moin moin und herzlich willkommen zum Dash Blitzdeck Opening. Viel Spaß dabei! Wir schauen uns heute gemeinsam an, welche Karten alles im Flesh & Blood Blitzdeck Dash drin sind. Aber vorab noch das Intro zu allen Blitzdecks. Ich habe nicht nur eins, sondern alle 6 neuen Starterdecks für Flesh & Blood von Blackfire und LSS zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Ich bin auch total gespannt, was uns in diesen Starterdecks erwartet und freue mich auch schon darauf, diese mit euch auszuprobieren. Denn wir werden diese Decks nicht nur aufmachen, sondern in zukünftigen Videos auch spielen. Aber wenn ihr jetzt schon mal neugierig auf das Spielen seid, dann checkt unseren Anfängerguide für das Ira Starter Deck aus. Und in der Videobeschreibung habe ich euch weitere Links zu offiziellen Guidelines vom Hersteller und der Community verlinkt. Außerdem hat der Hersteller LSS auf seiner Website bekannt gegeben, dass die deutschen Übersetzungen hier in den Blitzdecks schon weitaus besser sein sollen als beim History Pack 1 und sogar beim History Pack 2, welches wir auch in einem Video aufmachen durften. Denn die Übersetzer, die an diesen Karten hier gearbeitet haben, sind in-house von LSS angestellt worden. Jetzt kommen wir aber zum Opening des eigentlichen Decks und ich entferne mal eben die Folie. Ich finde immer noch, also diese Blitzdecks sind denen wirklich sehr gut gelungen. Die sehen einfach klasse aus. Hier auch Dash, einfach ein sehr schönes Artwork. Und hinten schauen wir uns mal kurz an. Mechanologist ist also hier die Heldenklasse. Und der Flavortext sagt uns, zermalme deinen Gegner zu Staub mit deiner aufgemotzten, dampfgetriebenen Ausrüstung. Also hier ein Held, der wirklich auch einen sehr spannenden Spielstil hat. Und jetzt schauen wir uns gleich mal an, welche Karten uns denn in dem Deck erwarten. Hier ist sie auch schon, Dash, unsere Heldin mit 20 Lebenspunkten, eine junge Mechanologist-Heldin. Und die hat auch einen sehr schönen Effekt. Du kannst die Partie mit einem Mechanologist-Gegenstand mit Kosten 2 oder weniger in der Arena beginnen. Sehr spannend. Wir haben ja schon in einem anderen Opening Gegenstände gesehen, also die Tränke in Kano. Und hier werden wir jetzt auf jeden Fall noch weitere Gegenstände sehen, die aber auch sehr speziell für die Mechanologist-Klasse sind. So, da haben wir auch schon unsere Waffe, die Teklo-Plasma-Pistole. Also ich finde hier auch wirklich das Theme, was sie hier gewählt haben, wirklich sehr schön. Auch die Geschichte hier dahinter ist wirklich sehr spannend. Wer das sehen möchte und lesen möchte, einfach mal auf fabtcg.com nachschauen. Dann haben wir auch unser Nullrunen-Equipment hier für den Kampf gegen den Zauberer. Dann haben wir Ultramarin, eine Karte, die uns Ressourcen generiert. Wieder den imposanten Panzerhandschuh, also wir merken schon, das ist auf jeden Fall eine Karte, die hier schon öfter aufgetaucht ist in den Blitzdecks und auch wirklich einen guten Effekt hat. Achilles-Beschleuniger, hier ein Beinequipment, was nur von Dash gespielt werden kann, beziehungsweise von allen Mechanologist-Helden, da gibt es ja noch ein paar mehr, auch mit Arkan-Barriere. Und hier sieht man auch schon, geboostet ist eben ein Keyword, was wir hier in diesem Deck noch öfter finden werden. So, und dann kommen wir auch schon zu unseren eigentlichen Aktionen. Hier auch sieht man schon, das ist der erste Gegenstand. Kognititionsknoten. Das sind also alles Gegenstände, die wir in die Arena befördern, um die Effekte zu nutzen. Einmal pro Zug Angriffsreaktion hat man hier eben durch diesen Gegenstand. Was genau wir mit diesen Karten machen können, schauen wir uns dann nochmal in den Gameplay-Videos an. Dann haben wir hier Konfektionsverstärker, Hypertriebkraft. Man merkt also schon, hier haben wir jetzt teilweise Karten nur einmal mit dabei. Also die Gegenstände, und dann kommen wir zu unseren roten Angriffen. Hochgeschwindigkeitsaufprall, also man sieht das hier jetzt auch ganz schön. Wenn dieser Angriff trifft, erhält der nächste Angriff, den du in dieser Kampfkette boostest, Dominieren. Und hier wird auch Boost erklärt, was das eben bedeutet. Als zusätzliche Kosten, um diese Aktion zu spielen, kannst du die oberste Karte deines Decks verbannen. Falls es eine Mechanologist-Karte ist, erhält diese Aktion weitermachen. Das ist ein Effekt, den man wirklich oft bei Dash sehen wird hier und der auch einen wirklichen Vorteil generiert, denn die Karten haben teilweise sehr starke Angriffe und man kann dann eben noch weitermachen. Das ist wirklich stark. Manche Karten haben das eben auch schon hier einfach mit drin. Also Boost kann man hier mit diesen Karten sofort aktivieren. Endlosschleife, dann die Sprengladung. Diese Karte hat jetzt keinen Boost, aber könnte eben hier durch Hochgeschwindigkeitsaufprall, wenn man das vorher spielt, Boost bekommen.
auch wieder ein starker Angriff mit 6 und 3 Block auch. Also wir haben ja hier bei Flesh and Blood immer unten den Angriffswert und den Verteidigungswert mit Volldampf voraus. Dann haben wir Drosseln, auch wieder eine Karte mit Boost. 0 auf 100, auch eine klassische Boost-Karte. Und der Schwiertreffer, auch wieder eine Boost-Karte. Also man merkt es schon hier, wirklich ein sehr spannendes Thema. Dann die Drehramme, eine Aktion, also kein Angriff. Die spielt man vor dem Angriff, um eben den Angriff aufzuwerten. Und dann kommen wir schon zu unseren gelben Karten. Also wir haben ja schon gemerkt, jede Karte war bisher zweimal dabei, abgesehen von den Gegenständen. Und das ist eben so, weil wir hier im Blitzformat spielen. Und jetzt können wir eben noch gelbe Karten und blaue Karten spielen. Das bedeutet, hier oben hat man einen anderen Rahmen und man hat auch die Möglichkeit, unterschiedlich viele Ressourcen zu generieren, die man eben braucht, um hier oben rechts die Kosten zu bezahlen. Gelbe Karten geben eben 2 Ressourcen, rote Karten 1 Ressource und blaue Karten geben 3 Ressourcen. Hier haben wir jetzt Sprengladung nur einmal mit dabei gehabt in Gelb. Dann haben wir zweimal Drosseln in Gelb, den Schwiertreffer auch wieder in Gelb. Und dann kommen wir schon zu unseren blauen Karten. Hier jetzt gefühlt ein paar weniger als in den anderen Decks. Entzündlicher Eilbote zweimal, dann die Endlosschleife auch wieder zweimal. Sprengladung haben wir hier zweimal in Blau mit dabei. Drosseln, also die Karten wiederholen sich hier, aber das sind eben auch gute Karten, die man öfter spielen möchte. Und dann 0 auf 100 und der Schwiertreffer. Und zuletzt noch zweimal heranzoomen und die Deckstrategie. Und hier sieht man auch, Dash ist eine etwas einfachere Heldin, weil man eben oft angreift und auch oft nur den Boost-Effekt benutzt. Das kann sich aber natürlich ändern, wenn man eben sich noch andere Karten holt, also Erweiterungspacks sich besorgt oder Einzelkarten kauft. Finde ich auch wieder klasse, hier die Strategiekarte am Ende. Danke, dass du bis zum Ende des Openings dabei geblieben bist. Abonniere den Kanal, wenn du weitere Flesh and Blood Videos sehen möchtest, wie zum Beispiel unsere Gameplay-Videos, die wir mit diesen Blitzdecks drehen werden. Also, wir sehen uns beim nächsten Video.